Da ist noch ein Bär und der ist richtig fett. Ja, wir haben jetzt stundenlang dieses Weibchen hier beobachtet und sie ist nie aufgestanden. Ja, das Jungtier liegt noch, das Weibchen ist aktiv. Ey, wenn der hierher kommt, das kann ein richtiges Problem sein. Weil die Eisbärmännchen, die töten Jungtiere. Wenn die ein Muttertier mit Jungtieren finden, nennt man Infantizid, die bringen die um. Ihr wisst, Lukas und ich, wir gehen sehr gern zu Fuß raus und suchen Tiere so. Das haben wir auch schon mit Tigern gemacht. Aber Eisbären sind wirklich was anderes. Weil das sind die einzigen Tiere, die dauerhaft ein Mensch auf der Speisekarte haben können. Wir haben da jetzt ein riesengroßes Männchen, was Kurs auf unsere Mutter mit Baby zunimmt. Wir hören ja mal Eisbär, Klimawandel, komplette Katastrophe. You're living with polar bears. Man hat immer eine gewisse Grundanspannung. So we always have to be aware. Das sind ehemalige Gletschergebiete. Der Gletscher hat das Gebiet richtig rausgeschliffen. Belugas sind die gesprächigsten aller Wale. Obwohl ich mich sehr gut mit Wildtieren auskenne und extrem viel Erfahrung habe, das habe ich noch nie gemacht. Die Eisbärmännchen, die töten Jungtiere. Wenn die ein Muttertier mit Jungtieren finden, nennt man Infantizid, die bringen die um. Ne? Und das ist die Hoffnung, dass sie dann das Weibchen begatten können, sobald sie wieder fruchtbar ist. So, die Bärenmutter scheint es zu wittern, aber befindet es noch nicht für Risiko. Bleibt noch liegen und das Männchen hat es jetzt auch abgelegt. Letzte Abendlicht schwindet und wir müssen die Eisbären, die wir jetzt stundenlang beobachtet haben, zurücklassen. Also Worst-Case-Szenario ist, wenn das Männchen hier rüberkommt und das Weibchen das nicht mitkriegt, nicht schnell genug wegkommt, dass er versucht, das Jungtier zu töten. Das ist leider bei Eisbären gang und gäbe. Und hat den Hintergrund, dass die... Oh, ich muss mal kurz hier durch. Nicht, dass wir im Schlamm stecken bleiben. Den Hintergrund, damit das Weibchen schneller wieder paarungsbereit ist und zu den Männchen potenzielle Partnerin ist. Die Tiere sind auch nachts unterwegs, denen ist egal, ob es hell oder dunkel ist. In der hohen Arktis verbringen sie das halbe Jahr in der Dunkelheit. Also wir wissen nicht, was nachts passieren wird und wir gehen zurück zur Lodge mit dem Ziel, morgen vor Sonnenaufgang stehen wir wieder hier. Gewohnt, dass nachts jemand rumläuft und ja, das erste Auto, das vorbeikommt, fragt, ob alles okay ist. Mehrfach, weil anscheinend geht man nie nachts noch spazieren, weil im Ort ist es eigentlich sicher. Eigentlich kann trotzdem Eisbär auftauchen. Das ist extrem unwahrscheinlich, da wird drauf geachtet. Das kann eben doch passieren, deswegen die Leute hier gehen nicht viel zu Fuß nachts. Das merkt alles leer. Und das erste Auto, das vorbeikommt, fragt mehrfach, ob alles okay ist. Fressen Eisbären Menschen? Muss man sich Sorgen machen, auf dem Speiseplan von einem Eisbär zu landen? Ich sag, man muss sich keine Sorgen machen. Wer hierher kommt, ist mit erfahrenen Guides unterwegs, mit erfahrenen Locals, die ihr ganzes Leben mit Eisbären verbringen und die einem eintrichtern, wie man sich zu verhalten hat, dass man einfach nicht fahrlässig sein darf. Und dann ist das hier eine ganz sichere Sache und ein wunderschönes Erlebnis. Verlässt man die Vernunft und sagt, ich gehe jetzt wandern, dann muss man sich Sorgen machen, weil Eisbären sehen uns als Beute. Also wenn ein Eisbär einen Menschen sieht, dann heißt das nicht, jeder Eisbär rennt sofort drauf zu und versucht ihn zu erlegen. Aber potenziell kann das passieren, vor allem wenn man alleine hier in der Tundra unterwegs ist. Hält man sich aber an die Regeln, dann ist das so gut wie unmöglich. Das Verrückte an Eisbären ist, dass sie per Definition Meeressäuger sind, weil sie fast ihr ganzes Leben auf dem Meer verbringen. Und das tun sie nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Eis. Sie sind darauf spezialisiert, über das Meereis zu wandern und Robben zu jagen. Sie warten, bis sie irgendwo den Atem einer Robbe am Atemloch riechen
setzen sich dann davor, warten, bis die Robbe wieder rauskommt und dann springen sie durchs Eis, schnappen sich die Robbe und ziehen sie raus. Das ist eine hochspezialisierte Anpassung an ein Leben auf dem gefrorenen Meer. Und die Tiere sind so stark darauf angepasst, dass in den Zeiten im Sommer, wenn sie das Meer verlassen und an Land kommen, sie praktisch hungern und nur von den Fettreserven leben, weil sie am Land nicht wirklich jagen können und hier gibt es die Beute nicht. Und deswegen brauchen sie das Meereis und sie müssen sich genug Fettreserven anfressen, um die Sommer zu überleben. So wie jetzt im Sommer hier in Churchill, wo die Eisbären an der Küste rumlaufen, das ist die Zeit, in der sie hungern. An sich muss ein Eisbär im Winter auf dem Eis so viel Fettreserven anlegen, dass er den ganzen Sommer hungern kann. Und da ist der Grenzwert knapp 180 Tage. Es sollte 120 bis 150 Tage sein. Das können die Eisbären gut ab. 180 Tage ist der Schwellenwert, wo es wirklich losgeht, dass die Eisbären anfangen zu sterben. Letztes Jahr 2023 war zum Beispiel die Zeit, die die Eisbären vom Eis verbracht haben, 164 Tage. Also noch mehr als 2 Wochen unter diesem Schwellenwert, der so gefährlich wird. Aber man sieht jetzt schon die ersten Anpassungen, wie Eisbären eventuell mit einer eisfreieren Welt umgehen können. Es gibt eine Gruppe von Eisbären, nicht hier in Churchill, aber 50, 60 Kilometer weiter nördlich, in einer anderen Flussmündung. Da haben Eisbären begonnen, Belugas zu jagen. Die sitzen auf Steinen in der Flussmündung und springen auf die Wale drauf und fangen die so. Und das machen die nicht nur aus der Not heraus, die verlassen das Eis früher, um die Belugas zu jagen. Das heißt, die könnten noch auf Meereis sein und Robben jagen, bevorzugen es aber, sich jetzt auf Belugas zu spezialisieren. Das heißt nicht, dass alle Eisbären das überall anfangen, es gibt auch nicht überall Belugas, aber eben in der Hudson Bay, wo die Belugas sich sammeln, könnte das potenziell eine Anpassung der Eisbären im Verhalten sein, wie sie mit Klimawandel umgehen können, wie sie mit längeren eisfreien Perioden überleben könnten. Was sind eigentlich Belugas? Das wollen wir euch jetzt aus erster Hand zeigen und nehmen euch einfach mal mit in die Hudson Bay zu den Walen. Hier haben wir einen richtig fetten Wetsuit. Bin gespannt, ob er passt. Er riecht, als wäre ich nicht der Erste, der ihn anhat. There we go. Ist ganz schön viel Neopren. They only feed me burgers up here. Ich bin ein Presswurst. Das geht ja nicht. Ehrlich, das ist viel zu klein. Yeah, I think I have a large head. There you go. Okay, ich finde einfach. Passt wie angegossen. Was tun wir da? Kate ist übrigens nicht nur ein hervorragender Eisbär-Guide, sondern kennt sich auch mit anderen Tieren extrem gut aus und hat was ganz Spezielles für uns vorbereitet. Und deswegen geht jetzt aufs Wasser. We hold our line and they come to us, and that's like for me, like why I'm happy to do it is you see how sad they are when we're not here, because they are so social. So I can happily keep coming back here because I know that we are a big part of their social interaction. We've got so many just cruising even just here. Are we going to go try for clearer water? Yeah, we're gonna go probably drop you in and take you all the way up. Because what we find sometimes in here, they're more interactive. So they may come up to you more than they would out in the bay, whereas they might just kind of swim past. So I'll hook it up at the end, but what we do is I'll bring it down this end part of the boat. You lie with your head at the other end. There's a rope to hold onto, and then you just put your head in the water, and then your feet at this side. And then if you need anything, you can just sit up and let me know, and I can pull us in. But there's whales around, so hopefully these guys are going to be good today. Jetzt wird's ernst. Ach, guck mal hier. Schon da, bevor wir ins Wasser sind. Richtig interessiert. Wir zeigen euch gleich, glaube ich, so schönes Bildmaterial für diesen arktischen weißen Wal. Auf jeden Fall, wenn Genug geredet, geht los. du gehst als erster rein, ich check kurz, ob die kleine Cam läuft, wie das ausschaut. Ja. Können wir noch Adjustments machen. Okay. This is a hydrophone, so we can listen to what's going on under the water.
die Wale, die wir uns hier die ganze Zeit angucken, das sind natürlich Beluga-Wale, Weißwale. Das ist einer von 3 wirklich arktischen Walen. Das sind Belugas, Narwale und Grönlandwale. Und die Belugas und die Narwale sind zusammen die Familie der Gründelwale innerhalb der Zahnwale. Das heißt, die beiden sind ein bisschen näher miteinander verwandt. Und man erkennt zum Beispiel, dass die so an dieses arktische, eisige Klima hier angepasst sind, weil die haben keine Rückenflossen mehr. Dadurch sind sie nicht ganz so schnell, aber perfekt an ein Leben mit Packeis angepasst. Also eine Rückenflosse könnt ihr euch vorstellen, wenn man viel unter Eis taucht, ist hochproblematisch. Die Orcas mit ihren großen Rückenflossen sind nicht gut ans Eis angepasst. Das heißt, die können erst in die Hudson Bay kommen, wenn die eisfrei ist. Und das ist die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Die Belugas sammeln sich zum Schutz vor den Orcas in großen Gruppen hier an diesen Orten, wo die Flüsse in die Bucht... grüßt euch. Wo die Flüsse in die Bucht reinkommen, weil Orcas mögen Süßwasser nicht so gerne wie die Belugas. Das heißt, hier sind sie recht sicher vor diesen Raubfeinden. Und sobald die Bucht wieder einfriert, müssen die Orcas schnell weg. Ansonsten sind sie hier gefangen und würden im Winter sterben. Oh Mann, ich erzähle euch hier was zum Belugas und ihr könnt euch das selbst erzählen. Weil, noch mehr Fun Facts über Belugas. Belugas sind die gesprächigsten aller Wale. Über 1200 Sounds können die machen. Und deswegen muss ich euch gar nichts über Belugas erzählen, das können die selbst machen. Eines der schönsten Naturerlebnisse, die ich je in meinem Leben hatte. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, es ist so unglaublich schön. Und die Kirsche obendrauf ist, ne? Also, was ich auch nochmal betonen muss, die Tiere machen das freiwillig. Ne? Das sind schnelle, gute Schwimmer. Wir dümpeln hier auf so einer Matte in der Bucht rum. Die kommen zu uns, die kommen so nah zu uns, weil sie das wollen. Und das ist einfach das Allerschönste. Wenn es könnten, würden sie ins Boot einer sitzen zu uns. Eben noch nie so was Schönes gesehen. Also man übertreibt ja immer gern, wenn es um so eine Videos geht oder um irgendwelche Begegnungen, aber das schau dir an, Alter. Schau dir an. So die Babys. Was wir da gerade erleben und was wir die letzten Tage auch erleben. Das ist wieder so eine Schippe drauf zu dem, was wir schon erlebt haben, was auch unglaublich ist. So nahe zu sein, wilden Tieren, die bewusst aufsuchen und mit dir interagieren. Noch nie erlebt und wahrscheinlich werde ich das in der Form mal erleben. Unendlich dankbar dafür. Guten Morgen, es ist 5:30 Uhr, kurz vor Sonnenaufgang. Und wir richten gerade unser Büro ein. Also, lange Linsen drin, Cinema-Cam, Fotorucksack, ganzen Akkus, Filter, Drohne 1, Drohne 2, Fabian sehr große Tröten. Und ja, so sind wir da mit unserem mobilen Büro auf Eisbärensuche. Dass einfach alles so schnell wie möglich griffbereit hast, weil wie gesagt, jetzt kann an jeder Ecke der nächste Bär stehen. Wir fahren dahin, wo wir sie gestern zurückgelassen haben und sehen tatsächlich auch direkt an der genau gleichen Stelle liegt immer noch die Eisbärmama mit ihrem Jungtier. Aber das Männchen ist weg. Und vielleicht ist er noch in der Nähe und deswegen machen wir uns auf die Suche und patrouillieren die Küste auf und ab. Es war echt ein großes Männchen und den noch mal gut vor die Kamera zu kriegen, wäre ein Traum. Ich glaube, das verschafft mir einen Vorteil, unausgeschlafen Eisbären zu suchen, weil ich mehr das Mindset der Eisbären habe. Weil die sind jetzt im Energiesparmodus, das heißt, so wenig machen wie möglich,
so viel schlafen wie geht. Und das ist etwas, was ich gerade sehr beneide. Deswegen weiß ich genau, wie die Tiere sich verhalten, was sie machen wollen, weil ich das auch machen will. Wir fahren am Strand entlang, kommen gerade um so eine kleine Landzunge und die Sonne, Morgensonne, perfekt goldenes Licht, es ist Ebbe, es ziehen sich Felsen bis weit aufs Meer raus. Und auf einmal zwischen den Felsen sieht man so einen richtig fetten Arsch. Er läuft halt von uns weg direkt ins Meer raus. Im geilsten Morgenlicht ist einfach dieses fette Männchen da vor uns und ich habe schon so oft jetzt fett gesagt, weil der ist so fett. Und das ist so schön zu sehen, weil so muss ein Eisbär aussehen. Fett und rund, auch im Sommer, wo er nichts fressen kann, weil da weiß man, der schafft das locker bis in November, wenn die Bucht hier wieder eingefroren ist und die Tiere aufs Meereis können. Also wir können ihn beobachten, wie er da zwischen den Felsen rausläuft bis zum Wasser und ins Wasser platscht und ich dachte, er fängt jetzt an zu schwimmen, aber dann rollt er da im flachen Wasser rum, genießt das Leben, geht weiter und fängt richtig an zu schwimmen. Eisbären sind fantastische Schwimmer, sie können riesige Strecken im Wasser zurücklegen. Wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, dass er einfach in die Bucht rausschwimmt, sondern meist schwimmen die entlang der Küste. Gerade wenn man so eine Bucht hat, dann kürzen sie gerne mal ab und schwimmen einfach, anstatt da außen rum zu gehen. Also einfach toll, die Tiere in ihrem Element so zu sehen, dass man so ein großes Landraubtier hat, das einfach ins Wasser geht und dann elegant wegschwimmt. Ein Eisbärmännchen ist der Top-Predator. Das muss vor niemandem Angst haben. Es gibt kein Raubtier, das sich daran traut. Und das heißt, die Tiere haben ein Selbstbewusstsein, das ist unerschütterlich. Deswegen trauen wir uns auch mit der Drohne da mal ein bisschen näher ranzufliegen. Wir beobachten genau, wie das Tier reagiert. Wir wissen schon hier von anderen Experten, lokalen Experten, mit denen wir gesprochen haben, dass die eigentlich ruhig sind. Man soll aber genau beobachten, wie sich das Tier verhält, bevor man da rangeht. Und denen interessiert das gar nicht. Also wir können die geilsten Aufnahmen machen und einfach begleiten, wie der aufs Meer rausgeht. In aller Seelenruhe stapft er da lang, weil der weiß einfach, ihm kann keiner was. Es gibt kein Raubtier, das ihn angreift. Und so ein kleines Ding, wie so eine Seeschwalbe, die den ganzen Tag um den Kopf schwirren. Das macht ihm gar nichts. Und deswegen können wir einfach in Seelenruhe beobachten, wie er da aufs Meer rausläuft. Und es ist einfach fantastisch, unbeschreiblich schön. Geiler kann es eigentlich gar nicht sein. Also hier oben Eisbär in freier Wildbahn in seinem Element zu beobachten, in der Seelenruhe des Morgenlichts. Das sind so geile Aufnahmen. Und das Tier stört sich gar nicht dran und da achten wir sehr drauf. Aber so ein Eisbärmännchen weiß eben auch, dem kann niemand was. Das sind die absoluten Top-Prädatoren hier. Und so ein Eisbärmännchen kann knapp 700 Kilo schwer werden. Enorm. Also das ist eine absolute Ausnahme. Und vor allem die Eisbären hier unten in der Hudson Bay werden nicht so groß. Tatsächlich werden die sogar immer kleiner. Seit den 80er Jahren haben die mehr als 20% ihrer Körpermasse im Schnitt verloren. Und man glaubt, das hat mit dem Klimawandel zu tun, dass der Klimawandel, dadurch, dass jetzt hier wärmer wird, ein bisschen mehr auf kleinere Eisbären selektiert. Kleinere Eisbären überhitzen nicht so schnell. Und ja, größere Eisbären haben eben ein besseres Oberflächenvolumenverhältnis, wenn es darum geht, in Eiseskälte die Körpertemperatur zu halten, aber in wärmeren Temperaturen. Und vor allem mit geringem Nahrungsangebot. Also dem Meereis, das immer später kommt, die Jagdsaison, die kleiner wird, in der die Tiere sich fett fressen können. Dass da kleinere Eisbären bevorzugt werden von der natürlichen Selektion. Wie gesagt, denen kann keiner was. Das sind riesige Tiere, die werden doppelt so schwer wie die Weibchen. Und das sieht man auch. Deswegen kann ich auch, wenn ich aus so einer Entfernung auf so einen Eisbär gucke, sofort sagen, boah, das ist ein Männchen. Weil die einfach so massig wirken. Ja, unglaublich schön. Wie der da hinten trottet. Grazil sind es nicht. Muss ich sagen. Nee. Ein bisschen tollpatschig, aber einfach Maschinen. Einfach richtig. Boah.
dickbäckiges Tier. So soll das aussehen. Ne? Vor allem jetzt im Sommer, wo sie hungern, nur von den Körperreserven leben. Ja. Da tut das gut, so richtig fett zu sein. Genau deswegen machen wir das. Genau deswegen. Sind die Eisbären vom Klimawandel bedroht? Die kurze Antwort ist ja. Aber die Sache ist ein bisschen komplizierter. Es gibt viele Eisbärpopulationen. Die wir uns hier angucken, sind die der Hudson Bay. In der Hudson Bay gibt es auch nochmal Subpopulationen. Aber generell die Eisbären der Hudson Bay sind die südlichsten der Welt. Und je weiter südlich wir sind, desto wärmer wird es. Ganz logisch. Und im Klimawandel erwärmt sich die Welt. Die Hudson Bay hat sich schon um 1 Grad erwärmt, seit die Messungen begonnen haben. Das ist sehr viel. Und diese Auswirkungen merkt man jetzt schon. Und tatsächlich, von den vielen Eisbärpopulationen, die es auf der Welt in der Arktis gibt, sind das hier die bedrohtesten. Die um die Hudson Bay sind die am stärksten abnehmen. Dazu muss ich auch sagen, es gibt Eisbärpopulationen, die gehen rauf und viele sind stabil. Aber die sind weiter im Norden. Die Eisbärpopulation der westlichen Hudson Bay, wo wir uns gerade befinden, die hat sich tatsächlich halbiert seit den 80er Jahren. Also das ist wirklich stark geschrumpft. Also es gibt Eisbärpopulationen, denen geht's gut, die sind stabil, die sind nicht gefährdet. Die gibt es noch und das ist echt schön. Aber es heißt nicht, dass sie nicht vom Klimawandel nicht betroffen sind, sondern sie sind noch nicht betroffen. Die sind eben weiter nördlich, da ist der Klimawandel noch nicht so ausgeprägt, beziehungsweise noch nicht so ausgeprägt, dass das Meereis häufiger fehlt. Deswegen können die noch gut leben. Die Populationen hier unten an der Hudson Bay, die zeigen praktisch auf, wie es den Eisbärpopulationen im Norden gehen wird, wenn die Trends so weiterlaufen. Das ist also der Anzeiger für den Klimawandel. Wenn es den Eisbären hier schlecht geht, dann wird es denen weiter im Norden auch schlecht gehen, später. Aber wir haben noch Zeit, das zu verhindern. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Es geht den Eisbären prinzipiell überall noch gut, nur diese Populationen hier unten im Süden sind wirklich abnehmend. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal, weil dann können wir euch auch weiterhin diese wilde, weite Welt ins Wohnzimmer bringen.